Now we go straight into the topic of oil-based therapies that are performed on the head and scalp. So first topic, we all know, I think everybody who has come across Ayurveda, even those who have not come across Ayurveda, have seen the photo of Shirodhara. Wir springen sofort ins Thema, nicht? Ihr kennt alle und auch die, die Ayurveda eigentlich nicht kennen, kennen zumindest ein Foto von Shirodhara. So but that comes under the heading called Murdha Tailam. Murdha Tailam is a category of therapies comprising of 4 different therapies, one of which is Shirodhara. Whereas there are 4 therapies that are together called as Murdha Tailam or oil on the head. Murdha means head, so oil on the head. There are 4 types of doing it. Und Shirodhara ist ja eine Behandlung des Kopfes und fällt dementsprechend unter eine Behandlungsbezeichnung Murdha Tailam. Murdha heißt Kopf und Shirodhara ist eine der 4 Kopfbehandlungen. So Abhyanga, there are 4 names: Abhyanga, Parisheka, Pichu and Shirovasti. First one is Abhyanga, which means oil application on the scalp. Just applying oil on the scalp is called Abhyanga, that we know already. Next we have Parisheka, is the traditional name for Shirodhara. Dhara, Parisheka means pouring. So pouring of oil on the head is called Parisheka or Shirodhara. Third one is called Pichu, which is soaking of oil on the scalp. And fourth is Shirovasti, which is stagnating oil on the scalp. Und diese 4 Behandlungen der Kopfölung, Murdha Tailam, sind Abhyanga, das kennt ihr, die Ölmassage, also in diesem Fall natürlich der Kopfhaut. Parisheka, das sind Gussbehandlungen des Kopfes, da gehört Shirodhara auch zu, Sheka heißt Guss. Pichu sind Ölanwendungen, wo der Kopf mit ölgetränkten Tüchern behandelt wird. Und Shirovasti ist eine Behandlungsform, wo Öl auf der Kopfhaut gehalten wird, zum Beispiel durch diesen Hut habt ihr vielleicht schon mal gesehen. And these procedures are more powerful in the descending order. That means Abhyanga is the mildest, Shirodhara is the next powerful, Pichu is more powerful and Shirovasti is the most powerful of all the 4 therapies. Und diese 4 Therapien sind von aufsteigender Potenz, das heißt Abhyanga wirkt am mildesten und Shirovasti von diesen 4 dann am stärksten. Murdha Tailam is this group. As a group, Murdha Tailam is predominantly vata reducing. So if you look at the effect of the procedure, Murdha Tailam is basically for reducing the vata. Murdha Tailam sind also Kopfölungen und sie sind dominanterweise natürlich dazu da, Vata zu regulieren, zu senken. And basically most of the oils are generally vata reducing because of their oily nature. Vata is very dry and oils are all snigdha, which is the opposite property of dryness. And so basically all these oil procedures are basically vata reducing. Und natürlich ist es vor allen Dingen die ölige Qualität des Öls, welche Vata, das ja trocken ist, senkt. But it can be used in so many different ways. You can subtly modify the effects based on the source of the oil. What are the medicines that go into the oil can vary the effect completely. Aber man kann hier eben auch subtil anpassen, die Wirksamkeit natürlich durch die Art des Öles und durch die Art der Kräuter, mit denen ein Öl mediziniert wird. I just talk about some of the common oils and their dosha effects. So generally when I say oil is good for vata, but each oil has got slight difference in the effect, so which is what I'm going to talk to you about. Schauen wir uns jetzt mal einige Öle an. Wir haben ja gesagt, Öl allgemein ist gut für Vata, aber es gibt eben auch noch einige spezielle Wirkungen von Ölen. Die wollen wir uns mal anschauen. For example, sesame oil is Ushna, which means it is hot. Tichna is very powerful action, and so it is Vata Kapagna, which means it is good to reduce Vata and Kapha. Sesamöl zum Beispiel ist Ushna, erhitzend. Tikshna, spitz penetrierend, also schnell eindringend von der Wirkung her. Und daraus ergibt sich eine Vata-Kapha senkende Wirkung. Mustard oil is highly Ushna, it is much more hot than sesame oil, and it is also Vata Kapagna. Senföl ist sehr stark erhitzend, Ushna, und auch Vata-Kapha senkend. Coconut oil, for example, is on the other side, it is cooling, and it is Vata Pittagna. Kokosnussöl ist kühlend und dementsprechend Vata Pitta senkend. Ghee is also cooling and it is Vata Pittagna. Ghee ist auch kühlend und Vata Pitta senkend. Tallow, which is the animal fat, is also used. It is moderate, it is neither warm or cool, and it is Vatagna and it does not increase Kapha. Tallow ist eine Form von Tierfett, ist weder
erwärmend noch kühlend, also Temperatur moderat, senkt Vata und erhöht nicht Kapha. I have not really used olive oil much because I have not been practicing here, but I think it is a Vata Pitta Gna. Er hat mit Olivenöl noch nicht so viel gearbeitet, sagt er, weil er hier nicht arbeitet, aber er vermutet, dass Olivenöl Vata Pitta senkt. I think Oliver can be better at saying what it is. At least it is Vata. With Pitta I'm not so sure, actually. Yeah. So Yeah. that's why I'm saying I'm not very sure because I have not used it. It's only concept because it's used internally. It's recommended very well. Anything that increases Pitta cannot be recommended for regular use internally. So with that logic, I think it will not affect Pitta. Also er denkt, dass es nicht Pitta erhöht aus Erfahrungswerten her. Also ich denke auch, dass das passt bei dem Olivenöl. Pitta kann das gut vertragen. Darf ich noch kurz Ja? Kokosöl fragen? Ich dachte immer, das wäre für Vata nicht so. Doch, she said, actually she thought coconut oil would not be good for Vata. But jedes Öl ist gut für Vata, weil es ölig ist. Es ist so kalt. Es ist kühl. Aber ölig. It is cold, but it is snigdha. Snigdha. Also es ist kalt, aber es ist ölig. Ja, und das ist sehr gut für Vata. When we say Vata and Pitta are aggravated, you are talking about Ruksha as well as Shita. So Ruksha and Ushna. Ruksha Ushna is the characteristic of Vata Pitta. So you have to give Snigdha Shita. Du musst halt bei den Doshas die Eigenschaften unterscheiden. Ja? Und jedes Öl ist ja ölig und deswegen ist jedes Öl auch für Vata gut, obwohl wenige Öle auch kühlend wirken. Ja? And in that also, see, we cannot, as Ramanohar said yesterday, you cannot look at it as just Vata, just Pitta. There are grades. Extreme Vata and minimum Pitta is also Vata Pitta. And then from that, slightly lesser, like this Pitta going up. So you can think of infinite combinations in Vata Pitta itself. Und da müssen wir Also natürlich auch die Abstufung innerhalb der Doshas uns anschauen. Wenn wir sagen Vata Pitta, dann ist ja die Frage, wie hoch ist Vata und wie hoch ist Pitta. Vata kann so hoch sein, Pitta kann so hoch sein. Es kann aber auch so sein oder so oder so. Ja, das müssen wir halt berücksichtigen. So you need different types of oils, different types of herbs to fit exactly. The more accurate the fitting, the more effective the result. Und deswegen brauchen wir unterschiedliche Öle und unterschiedliche Kräuter zum Medizinieren. Und je genauer uns das gelingt, das abzustimmen, umso wirksamer sind sie. Gesundheit. Now, oils that can be used on the head for different conditions. Generally, for a healthy person with no problems, sesame oil is recommended to be used on the head. Welche Öle können wir jetzt anwenden am Kopf? Normalerweise für die tägliche Routine ist Sesamöl für einen gesunden Menschen immer gut geeignet. Persons with skin problems, dandruff, hair-related problems, coconut oil is better. Menschen mit Hautproblemen, Schuppenproblematiken oder anderen Haarproblematiken, dafür ist Kokosnussöl besser geeignet, Kokosöl. I'm not mentioning about olive oil and the other oils you have here. This is about the oils in India. We generally don't have olive oil in India, so I'm not referring to that. Oh, it is very expensive. Very expensive. Also er spricht jetzt nicht über die Öle, die wir haben, zum Beispiel Olivenöl, weil das halt in Indien nur sehr selten und sehr teuer zu haben ist. Deswegen konzentrieren wir uns auf die ayurvedischen Öle. In very cold places, for high kapha persons also you can use mustard oil. An sehr kalten Orten bei sehr hohem Kapha kann auch Senföl verwendet werden zur Kopfölung, weil es sehr erhitzend ist. Neem oil is good if there are fungal infections and other skin-related problems. Neemöl, Neem kennt ihr die Pflanze, ne? Ist sehr gut bei Pilzproblematiken der Haut oder anderen infektiösen Problematiken. Neem ist eine Pflanze, Nimba. Azadirachta indica wird eben sehr verbreitet verwendet, die Blätter und die Rinde zu unterschiedlich. Also es wirkt sehr gut antiparasitär, das ist ein sehr primärer Wirkungsbereich, sehr bitter, insofern auch bei Hautproblematiken gut anzuwenden. Now I'm going to the prepared oils, medicated oils that are used for Vata and related conditions. I'm giving you a list of oils which can be used. Ksheerabala Tailam is one of the most commonly used ones for therapies in Ayurveda. That is for Vata Pitta. Ja, hier sehen wir also eine Liste von Ölen, die für Vata und mit Vata verbundene Zustände geeignet sind. Ksheerabala Tailam ist Vata Pitta senkend, sehr häufig angewendet, ist ja auch erhältlich hier. See there the Teila, that is sesame oil, so that is hot. Whereas on the other side we add a lot of milk to that to make it colder. That is how it becomes Vata Pitta. Und wenn wir uns mal die Wirkung hier anschauen, sie soll ja Vata Pitta senkend sein. Tailam heißt ja Sesamöl.
Das heißt, wir haben die erhitzende Wirkung des Sesamöls, die ja vata-senkend ist, verwenden aber zum Medizinieren kühlende Substanzen, zum Beispiel Kshira, Milch, Bala ist eine Pflanze, die auch kühlend wirkt und das macht dann die Pita-senkende Wirkung aus. Shuddha Bala is actually a modification of Kshira Bala with much lesser milk. So if the fear of Pitta increasing is not much, you can use Shuddha Bala. Shuddha Bala ist so ähnlich wie Kshira Bala, nur weniger Milch enthalten. Insofern gut für Zustände, wo Pitta eben ein bisschen weniger hoch ist. Then you have a condition of Vata Kapha, where you want to use Snigdha and Ushna. So you want to use hot only. In that case, there are different oils. You got Körpers, Tailam, which is hot. It is moderately hot. So for mild Vata Kapha, you can use Körpers, Tailam. Da haben wir einige Öle, die Vata-Kapha senkend sind. Dazu eignet sich natürlich vor allen Dingen ein erhitzendes Öl. Wir haben ein Öl Körpers, Tailam, das ist ein mild erhitzend wirkendes Öl für Vata und Kapha. And we have Nimbamrudadi Tailam, also Vata Kapha, but more hot. It is like so much hot, and this Körpers is less hot. Nimbamrudadi more hot. Nimbamrudadi Tailam ist ein Öl, welches auch für Vata Kapha geeignet ist, aber stärker erhitzend wirkt, also stärker als das vorher genannte. So for example, now if you use Nimbamrudadi Tailam on somebody, what are the complications you expect? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Nimbamrudadi Tailam, also dieses erhitzende Öl, bei jemandem anwenden würdet, was könnten denn für Probleme entstehen oder für Komplikationen? Pitta Problems. Also Pitta kann ansteigen. We need to be sensitive. So if somebody is displaying symptoms that Pitta is going up because of this, you know he doesn't need so much hot. So you have to go to a lesser hot oil. Genau, das sind die Dinge, die wir beachten müssen. Wenn wir das beobachten würden, müssten wir ein weniger erhitzendes Öl verwenden. Ja? But if somebody has a Pitta constitution, but is in a Vata Kapha. Könntest du bitte deine Frage auf Deutsch stellen? Dann können nämlich alle sie verstehen. Also wenn jemand in eine eigentlich eine Pitta-Konstitution hat, aber in einer Vata-Kapha-Störung ist das dann... So if somebody has a... You understood. Good. Yeah. So if there is a disease condition, at that time you first bring the disease to normalcy, then only look at Prakriti. Ja. You treat the disease condition, give importance to that condition, than the Prakriti. Wenn ein Krankheitszustand da ist, musst du zuerst die Krankheit, die Störung entfernen. Dann ist die Konstitution sekundär nur von Bedeutung. Also dann könntest du dieses Öl verwenden. And Dhanvantaram Tailam is like sort of universal. It is slightly warm but doesn't produce any problem. That's one of the safe bets. You can use Dhanvantaram in almost any condition. Dhanvantara Tailam kennt ihr bestimmt, hier ja auch gut erhältlich. Ist ein sehr balanciertes Öl, auch sehr sicheres Öl, kann keine Problematik mit entstehen. Etwas erwärmend wirkt es. Then we have Sahacharadi Tailam, which is used for Vata with spasms, with tremors, with wasting and all that. Dann gibt es ein Öl, das heißt Sahacharadi Tailam, auch für Vata-Zustände, vor allen Dingen mit Spasmen, Tremoren, also Zittern und Auszehrung. And Dhanvantaram, as I said, is basically strengthening. So safe bet, if you are not sure what to use, go for Dhanvantaram. Dhanvantaram Tailam ist vor allen Dingen auch kräftigend. Und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, welches Öl ihr nun verwenden sollt, dann nehmt Dhanvantaram, damit könnt ihr nichts falsch machen. But I recommend gradually, as you get confidence, you must try to move to more specific oils. Aber er empfiehlt euch, je mehr Selbstvertrauen ihr bekommt, traut euch auch mal zu spezifischeren Ölen überzugehen und die auszuprobieren.